Namaste. Schön, dass du hier zuschaust. Mein Name ist Sandra. Was ich dir hier zeigen möchte in dem Video ist eine Sequenz mit Übungen, die uns helfen können, unsere Rückenschmerzen zu lindern oder ihnen entgegenzuwirken, beziehungsweise ihnen auch vorzubeugen. Die Sequenz, die ich dir zeige, ist eine Abfolge von Übungen, die unsere Rückenmuskulatur stärkt und damit auch stabilisiert, aber gleichzeitig die Muskulatur auch dehnt, damit sie flexibel bleibt und auch gesund ist. Wir gehen nicht nur zu den Rückenmuskeln, sondern wir machen auch etwas für unsere Bauchmuskulatur, weil um einen gesunden, stabilen Rumpf zu haben, brauchen wir beide, die in der Balance sind. Warum zeige ich dir diese Sequenz? Weil ich selbst sie schon viele Jahre übe, immer wieder, mal intensiver und mal weniger intensiv. Da ich selbst eine Rückenoperation hatte vor über 20 Jahren, bin ich anfällig für Rückenschmerzen. Und diese Sequenz hat mir immer wieder geholfen, aus meinen Schmerzen herauszukommen. Voraussetzung dafür ist, dass man sie regelmäßig übt, wenn man Schmerzen hat, beziehungsweise auch über einen längeren Zeitraum von vielleicht 4 bis 6 Wochen, um damit erste Erfolge zu spüren. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß und wir sehen uns auf der Matte. Auf deiner Matte begib dich in den Vierfüßlerstand, gib dabei die Handgelenke in etwa unter deine Schultern. Die Knie sind in etwa hüftbreit auseinander und dann mit deiner nächsten Ausatmung wölbe den Rücken wie eine buckelige Katze und einatmend in die Gegenbewegung mach eine sanfte Rückbeuge. Ausatmend wieder ein gewölbter Rücken und einatmend heb den Blick in die Rückbeuge. Ausatmend noch einmal ein ganz runder Rücken und einatmend in eine sanfte Rückbeuge. Wir wiederholen das noch ein letztes Mal. Schlängel ein bisschen deine Wirbelsäule und einatmend heb nochmal den Blick. Dann nimm deine rechte Hand und presse sie von oben gegen dein linkes Knie und halte diesen Druck für einige Atemzüge. Press fest mit dem Knie gegen deine Hand und gleichzeitig mit der Hand gegen dein Knie, sodass du den Druck im unteren Rücken spürst. Dann mit deiner nächsten Ausatmung für Ellbogen und Knie zusammen unter dem Bauch und einatmend streck Arm und Bein aus. Ausatmend zusammenführen und einatmend ausstrecken. Dein Daumen zeigt nach oben Richtung Decke und beim Einatmen heb den Blick. Wenn du einatmest und Arm und Bein streckst, streck das Bein mehr nach hinten, nicht so sehr nach oben, es geht nicht in die Rückbeuge, sondern du möchtest eine diagonale Streckung über deinen gesamten Rücken. Wiederhole diese Bewegung etwa 10 Mal. Ausatmend unter dem Bauch zusammen, einatmend strecken und dann nach dem 10. Einatmen halt Arm und Bein gestreckt und wippe mit Arm und Bein in kurzen, schnellen Bewegungen von oben nach unten. Mach dies auch für einige Atemzüge. Und dann mit deiner nächsten Ausatmung gib Hand und Knie wieder zum Boden, mach einen runden Rücken, schlängel deine Wirbelsäule, einatmend wieder in die sanfte Rückbeuge, wiederhol das noch einmal, ausatmend Kinn zur Kehlgrube, schlängel die Wirbelsäule und einatmend heb den Blick. Und dann gehen wir zur anderen Seite, die linke Hand presst gegen das rechte Knie. Und das Knie presst gleichzeitig gegen deine Hand und halte das für einige Atemzüge. Du wirst es sowohl im Rücken als auch im Bauch spüren. Die Muskulatur ist aktiv. Und dann mit der nächsten Ausatmung berühre wieder Ellbogen und Knie unter dem Bauch und einatmend strecke Arm und Bein aus. Ausatmend unter dem Bauch zusammenführen. Einatmend gehen die Streckung. Ausatmen, zusammenführen. Einatmen, der Fuß geht weit nach hinten. Und auch diese Bewegung auf der linken Seite wiederhole wieder für 10 Atemzüge. Immer mit der Einatmung gehst du in die Streckung und ausatmend führst du Ellbogen und Knie unter dem Bauch zusammen.
Versuch die Bewegungen synchron mit deinem Atem zu machen. Für 10 Mal. Und dann mit einer letzten Einatmung in die Streckung und dann bewege wieder Arm und Bein in schnellen Bewegungen von oben nach unten, als würdest du Holz hacken für einige Atemzüge. Und dann gib mit der Ausatmung jetzt Hand und Knie wieder zum Boden, mach einen runden Rücken, schlängel die Wirbelsäule, einatmen, komm in die Rückbeuge und dann stell die Zehen auf und roll dich über die Zehen in den herabschauenden Hund. Dabei können die Knie gerne gebeugt bleiben. Bleib hier für 1, 2 Atemzüge. Und dann komm wieder zurück in den Vierfüßlerstand für eine weitere Variante. Nimm wieder die rechte Hand, press sie gegen dein linkes Knie, aber diesmal von innen, von der Seite. Halte den Druck auch wieder für einige Atemzüge. Press gleichzeitig mit deinem Bein gegen deine Handfläche, dass du mehr von der Seite presst. Und dann führe auch wieder Ellbogen und Knie zusammen, aber diesmal quer und einatmend öffne zur Seite. Ausatmend Ellbogen und Knie zusammen, einatmend heb Arm und Bein an. Dein Ellbogen und dein Knie sind in etwa im rechten Winkel und du hebst deinen Oberschenkel seitlich so weit an, wie es möglich ist. Das gibt eine schöne Dehnung auch in der Gesäßmuskulatur, die häufig für Verspannungen im unteren Rücken mitverantwortlich ist. Ausatmend Arm und Knie zusammen und einatmend heb beides an. Daumen zeigt auch wieder Richtung Decke. Wiederhol das 10 Mal. Und dann gib Hand und Knie wieder zum Boden, mach einen runden Rücken und einatmend komm in die Rückbeuge. Dann gehen wir zur anderen Seite. Die linke Hand presst gegen das rechte Knie. Von der Seite bau einen festen Druck auf. Das Knie presst gleichzeitig gegen die Handfläche. Halte diese statische Position einige Atemzüge, in etwa 5, 6 Atemzüge. Und dann mit deiner nächsten Ausatmung führe Ellbogen und Knie jetzt wieder zusammen und einatmend heb Arm und Bein an. Ausatmen zusammenführen und einatmend anheben. Wiederhole das auch auf dieser Seite 10 Mal. Immer mit der Einatmung hebst du Arm und Bein an und ausatmend führst du es zusammen. Versuche auch hier wieder den Atem mit deiner Bewegung zu begleiten, die Bewegungen gleichmäßig durchzuführen. Und nach der 10. Einatmung mit der Ausatmung gib jetzt Hand und Knie zum Boden, komm wieder in die bucklige Katze und einatmend in die Rückbeuge. Dann stell die Zehen wieder auf, komm kurz für 1, 2 Atemzüge in den herabschauenden Hund. Lass dabei gern die Knie gebeugt und die nächste Position ist die schiefe Ebene. Vielleicht versetzt du deine Hände ein bisschen nach vorne, die Füße nach hinten. Die Schultern sind wieder in etwa über den Handgelenken. Und versuche dein Becken und deinen oberen Rücken anzuheben, sodass du nicht durchhängst in der schiefen Ebene. Die Fersen streben nach hinten weg, dass du Streckung in deinen Beinen hast. Den Nacken lass lang und schau nach unten zur Matte und bleib hier für 10 Atemzüge. Wenn du merkst, dass diese Übung für 10 Atemzüge zu anstrengend ist für deine Handgelenke, dann kannst du das auch genauso gut auf deinen Unterarmen und Ellbogen ausführen.
Nach 10 Atemzügen gib deine linke Hand in die Mitte der Matte und komm auf die seitliche schiebende Ebene. Dein linker Fuß, den stell quer, den rechten Fuß setze dahinter auf. Und streck den rechten Arm nach oben Richtung Decke. Wenn du vielleicht Schulterprobleme hast oder dir das aus anderen Gründen unangenehm ist, kannst du den Arm natürlich auch ablegen. Und bleib dann in der seitlichen schiefen Ebene 10 Atemzüge und versuch auch hier wieder dein Becken und deinen Rücken möglichst weit nach oben anzuheben, sodass deine gesamte Rückenmuskulatur etwas tun muss, am Arbeiten ist. Den Blick kannst du einfach gerade ausrichten oder du schaust nach unten auf die Matte, das, was sich für deinen Nacken angenehm anfühlt. Und nach 10 Atemzüge kommen wir in eine weitere Drehung in den Tisch. Gib deine Handflächen auf den Boden und die Finger zeigen Richtung deine Füße. Die Füße sind ungefähr hüftbreit auseinander aufgestellt. Und jetzt in dieser Position für 10 Atemzüge heb dein Becken an, so weit wie möglich. Immer wieder versuche es ein bisschen weiter anzuheben. Die Fersen pressen dabei fest in den Boden. Den Kopf kannst du oben lassen, so wie ich es tue, oder wenn es für dich angenehm ist, kannst du noch ein bisschen weiter nach hinten absenken. Und bleib auch hier wieder für 10 Atemzüge. Atme gleichmäßig. Und nach deiner 10. Ausatmung kommen wir jetzt wieder in die seitliche schiefe Ebene auf der nächsten Seite. Gib deine rechte Hand jetzt zur Matte und stell den rechten Fuß quer. Der linke Fuß ist dahinter aufgestützt. Wie gesagt, den Arm kannst du nach oben strecken oder du legst ihn auf deiner Flanke ab. Du kannst nach oben blicken zur Hand oder aber du schaust nach vorne oder nach unten. Und auch hier heb dein Becken wieder an. Gib deiner Rücken- und seitlichen Rippenmuskulatur etwas zu tun. Und versuch dich so weit wie möglich nach oben anzuheben über deine gesamte Flanke. Bleib hier auch wieder für 10 Atemzüge. Und nach deiner 10. Ausatmung gib die linke Hand auch wieder zur Matte und leg dich auf dem Boden ab für das bauchliegende Boot, eine Variante von Shalabhasana. Die Füße und die Beine sind gestreckt. Dein Steißbein roll nach unten Richtung Matte, sodass du Länge in deinem unteren Rücken bekommst und dein Bauch sich vielleicht ein bisschen abhebt von der Matte. Dann streck die Arme nach vorne aus und beginn diagonal Arm und Beine anzuheben. Also immer rechter Arm, linkes Bein, linker Arm, rechtes Bein im Wechsel. Füße sind dabei gestreckt. Den Nacken lass lang und schau zur Matte. Und wiederhole das auch für 10 Atemzüge. Immer wieder kontrolliere, ob du dein Steißbein nach unten rollst, das Schambein fest zur Matte presst. Und nach 10 Atemzüge halte deine Füße und deine Beine statisch abgehoben. Und dann beginn Schwimmbewegungen mit deinem Oberkörper und den Armen zu machen, als würdest du Brust schwimmen. Einatmend nimmst du die Arme über die Seite nach hinten und ausatmend wieder nach vorne. Wiederhol auch diese Übung 10 Mal, sodass du 10 Mal schwimmst mit deinen Armen. Die Beine bleiben dabei immer abgehoben, die Füße gestreckt. Und auch hier versuch immer wieder dein Schambein in die Matte zu pressen, dass du Länge im unteren Rücken bekommst. Und nach 10 Wiederholungen
Nimm deine Arme seitlich, wie du es eben beim Brustschwimmen auch gemacht hast, und halte diese statische Position noch einmal für 10 Atemzüge. Hier kannst du jetzt ganz viel Aufmerksamkeit zu deinem unteren Rücken und zu deinem Bauch geben, sodass du vielleicht wirklich versuchst, den Bauch ein bisschen abzuheben, den Bauchnabel nach innen zu ziehen, ganz viel Länge in deinem unteren Rücken zu kreieren. Und nach 10 Atemzügen legst du dann Arme und Beine ab, gibst die Hände unter deine Schultern, stellst die Zehen auf und vielleicht mit Hilfe der Knie schiebst du dich wieder nach hinten in den herabschauenden Hund. Wir machen nun eine Übung aus der Position des herabschauenden Hundes heraus. Und dazu stell deinen rechten Fuß quer, die linke Hand gib in die Mitte der Matte und dann mit der Ausatmung komm mit der rechten Hand zum rechten Fuß und einatmend dreh dich auf nach oben. Ausatmend beug dich zum rechten Fuß und einatmend dreh auf. Mit deiner Einatmung versuch dich so weit wie möglich nach oben aufzudrehen. Dein linker Fuß stabilisiert nur hinter deinem quergestellten rechten Fuß. Und diese dynamische Übung wiederhole auch 10 Mal. Immer wieder ausatmen, komm nach unten, einatmen, dreh nach oben auf. Wiederhole das jetzt noch 1-2 Mal. Und dann gib deine rechte Hand zur Matte, stell deinen linken Fuß quer, der rechte Fuß stabilisiert dahinter und dann ausatmen mit der linken Hand zum linken Fuß und einatmen, dreh wieder nach oben auf. Versuch diese Bewegung auch wieder dynamisch und mit deinem Atem synchron zu machen. Ausatmen kommst du nach unten. Einatmen, dreh auf. Auch auf dieser Seite wieder 10 Wiederholungen. Versuch diese Bewegungen gleichmäßig zu machen, sodass du immer in einer Bewegung bist. Ausatmen, komm nach unten und dann gib beide Hände zur Matte. Vielleicht kommst du nochmal in den herabschauenden Hund. Und von hier komm dann nach vorne in kleinen Schritten zum Sitzen. Dann leg den Oberkörper ab auf deine Matte. Wir machen jetzt das Krokodil. Die Arme sind seitlich ausgestreckt, die Handflächen liegen am Boden. Stell dein rechtes Bein auf. Gib deinen linken Fuß auf das rechte Knie und dann versetzt das Becken ein bisschen nach links. Und mit der Ausatmung lass beide Beine nach rechts sinken. Schau vielleicht nach links. Dreh den Kopf leicht nach links hinüber und versuch, deine Schultern am Boden zu lassen. Und lass die Beine nur so weit nach unten sinken, wie sie von alleine sich nach unten senken und versuch nicht mit Kraft sie weiter nach unten zu bringen, sondern mehr durch die Entspannung deiner Muskulatur sie passiv Richtung Boden sinken zu lassen. Bleiben in dieser Haltung auch für 10 Atemzüge. Und dann mit der Einatmung gib die Beine wieder nach oben und wechsle. Stell das linke Bein auf, rechter Fuß auf das linke Knie. Gib das Becken ein bisschen nach rechts und ausatmend lass die Beine nach unten sinken. Dreh den Kopf eventuell zur rechten Seite. Versuch deine Schultern am Boden zu lassen und mit Hilfe deiner Atmung
Lass die Beine ein bisschen tiefer sinken, die Knie ein bisschen tiefer Richtung Boden sinken. Aber nutze dafür nicht die Muskelkraft, sondern die Dehnung, die im unteren Rücken durch deine Ausatmung entsteht. Wir bleiben auch auf dieser Seite 10 Atemzüge. Und dann einatmen, stell die Beine wieder auf und dann streck beide Beine nach oben Richtung Decke. Dann winkle die Knie zum rechten Winkel an und wir machen eine Bauchübung. Deine Arme gehen seitlich von deinen Knien nach oben Richtung deine Knöchel, immer wieder Einatmung und ausatmen, komm ein bisschen nach unten. Lass die Schultern aber weg von der Matte die ganze Zeit und den Kopf auch. Einatmen, versuch so weit wie möglich Richtung Knöchel zu kommen. Ausatmen, komm ein bisschen zurück. Wir wiederholen das auch 10 Mal. Und dann gib beide Hände in den Nacken. Wir machen jetzt was für die diagonalen Bauchmuskeln. Mit der Einatmung gib die rechte Hand neben das linke Knie. Ausatmen in den Nacken und die andere Seite, linke Hand neben das rechte Knie. Und dann immer im Wechsel weiter, diagonal mit der Hand neben das andere Knie ziehen und versuch auch hierbei deine Schultern und deinen Rücken nicht abzulegen, sondern von der Matte wegzulassen. Wir wiederholen das auch 10 Mal. Wenn du natürlich merkst, dass es nicht mehr geht, dann leg dich zwischendurch ab. Versuch deine Bewegungen gleichmäßig zu machen, sodass du dich immer in einer schönen, konstanten Bewegung befindest. Und ziehe mit deinen Händen immer weit nach oben und vorne Richtung deine Waden, Knöchel. Und nach den 10 Wiederholungen streck beide Arme aus, die Hände sind neben den Knien, die Schultern wieder weg vom Boden und dann beweg in schnellen Bewegungen deine Arme auf und ab, immer im Wechsel, sodass sie versetzt sind, der rechte Arm und der linke Arm. Vergiss nicht weiter zu atmen und halte das so für 10 Atemzüge. Auch hier natürlich, wenn du merkst, dass deine Bauchmuskeln zu sehr wehtun, dann leg dich dazwischen ab. Und wenn du 10 Atemzüge das gemacht hast, dann leg den Oberkörper auf den Boden ab, streck die Beine nach oben Richtung Decke, beziehungsweise die Füße ein bisschen mehr in den Raum hinein, nicht so zu deinem Kopf zu, sondern nach hinten in den Raum. Benutze jetzt nicht deine Hände, um dich abzudrücken, sondern versuch mit Hilfe deiner Rückenmuskulatur die Beine nach oben Richtung Decke anzuheben und dein Becken. Wiederhol das etwa 3-4 Mal. Und danach zieh deine Oberschenkel zu deinem Bauch heran, ganz eng, wieg dich 2-3 Mal auf deinem unteren Rücken hin und her. Dann streck die Arme nochmal auch zur Seite aus, Beine sind gestreckt. Und mit deiner Ausatmung senk die Füße erst nach rechts zu deiner rechten Hand und dann senk beide Füße nach links zu deiner linken Hand ab. Einatmend nach oben, ausatmend senk sie zur Hand. Einatmend hoch und ausatmend absenken. Wenn du die Füße absenkst, berühren sie nicht den Boden, sie bleiben ganz kurz vom Boden schweben und einatmend nimmst du die Beine wieder nach oben. Auch diese Übung wiederholen wir 10 Mal. Versuch langsame Bewegungen mit deinen Beinen zu machen. Und noch ein letztes Mal. Dann mit der Einatmung Beine wieder hoch. Dann stell deine Füße am Boden auf. Komm nach oben zum Sitzen. Und dann gehen wir über in eine Variante vom Tisch. Die Hände sind hinter deinem Becken. Die Finger zeigen zum Becken.
Die Füße hüftbreit auseinander und dann komm in den Tisch. Einatmend nach oben und ausatmend schwing dich nach hinten durch. Einatmend hoch zum Tisch, ausatmend schwing dein Becken nach hinten durch. Dynamische Sequenz, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen anstrengend, aber mit der Wiederholung wird das immer besser funktionieren. Ausatmend schwing dich nach hinten durch und einatmend komm wieder hoch in den Tisch. Auch diese Sequenz wiederholen wir 10 Mal. Einatmend heb dein Becken weit nach oben an, ausatmend schwing dich durch. Ein letztes Mal, komm dann zum Sitzen, setz dich in eine für dich bequeme Sitzhaltung aufrecht hin. Das kann der Schneidersitz sein, du kannst dich auch auf eine Decke oder auf einen Klotz setzen, die Hände legen in den Schoß oder lege sie auf deinen Knien ab und atme für einige Atemzüge gleichmäßig durch deine Nase und versuch deinen Atem wieder in die Balance zu bringen. Blick an deinen Nasenflügeln entlang, nach unten und dann begib dich für einige Minuten in Shavasana, die Endentspannung. Ja, Namaste. Danke dir, dass du zugeschaut und auch mitgemacht hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und vor allem hoffe ich, dass dir diese Übungen deinem Rücken und auch deinem Bauch gut tun. Natürlich hilft dir das noch viel mehr, wenn du diese Übungen wiederholst, wenn du sie auch über einen längeren Zeitraum machst, über 4 bis 6 Wochen vielleicht, dann wirst du schon richtig Erfolge spüren. Aber sei auch achtsam, wenn du merkst, dass dir die Übungen nicht gut tun, dann hör auch damit auf. Namaste, bis zum nächsten Mal.